Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir hatten ja gestern gelivestreamt und eventuell hat der ein oder andere das nicht mitbekommen, aber es gab Neuigkeiten zu dem Baden und es gab auch Producer Notes und wer gestern nicht dabei gewesen ist oder noch keinerlei Informationen darüber bekommen hat, weil in der Post oder sowas steht das ja auch nicht drin, so eine News stehen in der Post auch nicht drin. Der kann jetzt sehr gerne nochmal hier schauen. Und zwar wurde nach dem Beta-Test vom Baden und Druiden ein wenig was geändert. Und zwar war der Bade ja schon ziemlich stark gewesen im Vergleich zu anderen Klassen. So, ne? Das kam hauptsächlich eigentlich daher, da der Bade die Rüstung seiner Gegner ignoriert hatte. Und dies tut er jetzt augenscheinlich wohl erstmal nicht mehr. Und das hatte ihn vorher so stark gemacht und das macht ihn jetzt im Vergleich so sehr schwach, wodurch der Schadensfaktor wohl um 10% erhöht worden ist. Ja, also ziemlich interessante Sache das Ganze. Wir gehen am Mittwoch in die zweite Runde und haben den Baden und Druiden basierend auf eurem Feedback nochmals überarbeitet. Also das Ganze wird jetzt nicht auf die Live-Server released, sondern wird auch nochmal erstmal vorher in einer zweiten Beta-Test-Runde quasi durchgespielt, um zu schauen, ist das denn jetzt so auch in Ordnung, wie wir es jetzt geändert haben. So, ne? Also dabei bleibt es nicht nur bei der Änderung, sondern jetzt wird auch nochmal mehr ins Detail gegangen. Ne? Und beim Druiden wurde hier auch ein bisschen was geändert. Bei einem niedrigen Glücksattribut bleibt der Druide oftmals sehr lange in der Bärengestalt, weil kein kritischer Treffer erzielt wurde. Nun bleibt der Druide immer nur für eine Runde in Bärengestalt, unabhängig davon, ob ein kritischer Treffer gelandet wurde oder nicht. Der Schaden des Sturzangriffs in Adlergestalt wurde auf 85% reduziert. Ja, außerdem wollen wir diesmal testen, wie sich die beiden Klassen mit einem höheren Level spielen lassen. Dazu werden die Charaktere mindestens Level 300 haben und folgende Features sind freigeschaltet. Also das ist alles schon hier freigeschaltet, muss man nicht machen. Auch eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde, dass man nicht mit Level 1 starten muss und sich dann hochspielt, weil es im Mid-Game, beziehungsweise auch später nachher im Late-Game, aber hauptsächlich im Mid-Game, wo die meisten ja gar nicht hinkommen in 4 Tagen, es ja auch irgendwo zu irgendwelchen Problemen führen kann, was man ja gar nicht weiß, weil man sich so schnell gar nicht hochspielen kann. Deswegen eine gute Sache, dass hier auch weiter oben ein bisschen was getestet wird. Ne? Genau, das auf jeden Fall dazu. Also rundum auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, muss ich mal so sagen. Es wird sich sehr viel Mühe da gegeben, das merkt man. Um euch eine Chance zu bieten, an Closed Beta Test teilzunehmen, werden wir einen Code verteilen. Ne, wie schon beim ersten Mal sind 500 Leute, die da reinpassen und die werden irgendwo verteilt, ich weiß nicht wo, keine Ahnung. Der nächste Closed Beta Server wird am kommenden Mittwoch, am 8. Februar um 2023 ab 12 Uhr losgehen und 8 Tage lang laufen, also doppelt so lang. Feedback zu diesen Änderungen können an Support gesendet werden. Ne? Und hier an Leander, ich habe einige Codes zum Verteilen, bei Interesse schickt mir PM, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, also falls ihr eventuell, ich weiß es nicht, wie es diesmal läuft, letztes Mal konnte man sich ja an Jörg wenden, wenn man nicht unter die 500 gefallen ist. Diesmal eventuell an Leander, also müsst ihr mal anschreiben, falls ihr nicht rechtzeitig einen Code bekommen habt oder so. Ne? Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ansonsten, das werde ich nicht nochmal hier alles vorlesen, aber fand ich auch sehr interessant. Habe ich gestern im Stream schon alles vorgelesen und bin im Detail drauf eingegangen. Hier wird nochmal erwähnt, wodurch es eigentlich zu diesen Stabilitätsproblemen kam in Bezug auf das neue Backend, weil auf den alten Backend lief ja irgendwie alles besser und so, ne? Warum machen sie jetzt das neue Backend so? Hier läuft ja irgendwie gar nichts, ne? Das hat ja alles, die machen ja nichts umsonst, das hat ja alles seine Gründe so. Und hier wird im Detail auch nochmal eingegangen und für die Leute, die so denken vielleicht, ne, gibt es ja auch noch ein paar, die so denken, dass auf dem alten alles besser war und auf dem neuen ist es jetzt scheiße, warum machen die das überhaupt so, ne? Wird hier in diesem Text nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingegangen, warum das so gekommen ist, wieso das so ist und wie es in Zukunft nicht mehr so sein soll, ne? Das auf jeden Fall nochmal dazu.
Aber wie gesagt, da sind wir gestern schon detailliert drauf eingegangen, das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Könnt ihr euch sehr gerne durchlesen. Stoppt kurz das Video, falls ihr das machen wollt. Und ja, schreibt mir auch sehr gerne, das würde mich auch sehr interessieren, an alle Baden- und Druidenspieler, vor allen Dingen hauptsächlich auch Bade, weil hier ja auch viel passiert gerade im Moment. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare oder falls ihr einer der Tester gewesen seid, wie sich das Ganze angefühlt hat, beziehungsweise auch in Zukunft, wie sich das jetzt anfühlen wird und beziehungsweise was ihr sowieso eventuell von der Meinung haltet. Ich weiß gar nicht, ob man das so extrem, also ich denke mal schon, das wird man extrem merken vom Ding her, aber mal gucken, wie sich das denn wirklich nachher am Ende des Tages auswirkt. Ne? Also rundum doch ein relativ interessantes Thema, wie ich finde. Und es tut sich auch tatsächlich noch mehr. Ich glaube, da wurde gar nicht im Forum oder so geschrieben, das hatte ich irgendwo im Discord gelesen, dass sie jetzt auch dauerhafte oder Problemlösungen gefunden haben für die Hall of Fame, beziehungsweise auch für die internationale Hall of Fame, weil es öfter mal dazu kommt, dass die Plätze hier nicht so geladen werden. Eventuell kennt ihr das Problem oder dass irgendwas durcheinander gehauen wird oder so. Aber hauptsächlich, dass die Ehrenhalle einfach nicht geladen wird. Und da wurde wohl jetzt auch irgendwie was gefunden, beziehungsweise wurde irgendein Bugfix aufgespielt. Alter, da habe ich gedacht, kriegt da nochmal einen rein hier. Also da wurde auch irgendwas wohl gefixt, anscheinend, zwecks der Heldenhalle. Und das sind so kleine Sachen, die kriegt man ansonsten so gar nicht mit, wenn man nicht tiefergehend im Spiel unterwegs ist, so, weil in der Post, da kommen neue Server, da kommen neue Events und so, ne? Da wird der Livestream angekündigt von SF Official, ne? Also, und das erreicht ja eigentlich die meisten Leute so, ne? Aber hier werden halt eben hauptsächlich die oberflächlichen Sachen behandelt, aber im Detail, da muss man immer noch mal ein kleines bisschen tiefer graben, wie in der Edelsteinmine. Ja, mal kurzer Witz am Rande, wie Bordsteine hier und für hören wir auf. Ich wollte noch mal kurz in die IHOF schauen. Da kämpfen wir heute gegen den 4. Stern und schauen mal, wie wir uns hier geschlagen haben. Ne? Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben es ja jetzt heute den 4. Jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme. Es dauert ja auch nicht mehr lange. Ich glaube, es kommen bald wieder ein paar Neuerungen. Valentinstag steht ja bevor und ihr wisst ja, dass es da ja auch schon ein paar, ein paar Hinweise darauf gab, dass es eventuell neue Epics geben könnte. Also das ist ja schon bald denn der Fall. Dann, bevor der legendäre Dungeon zu Ostern kommt ja wahrscheinlich auch vorher nochmal ein Elevator, ne? Das müsste eventuell auch irgendwann bald passieren. Also wir stehen ein paar Neuerungen bzw. ein paar Updates, die regelmäßig kommen, auch gegenüber. Und abseits davon, ne, von Shakes & Fidget an sich, hatte ja vielleicht der ein oder andere mitbekommen, plane ich ja auch so ein bisschen was Eigenes, also so ein eigenes Projekt, abseits von irgendwelchen Shakes & Fidget Updates, sondern halt Content Creator-mäßige Neuerungen, beziehungsweise da neue Projekte, neuen Content erschaffen für euch halt. Und das wird hoffentlich jetzt in diesem Februar auch noch passieren. Also da seid gespannt, schnallt euch an, da sage ich euch aber dann auch noch ein paar Informationen, wenn wirklich alles soweit in Sack und Tüten ist. Und sehr ärgerlich, dass wir hier wieder den Kampf verkackt haben gegen der 4. Stern. Wieder sehr, sehr knapp gewesen. Ich sag's euch, da fehlt wieder so ein High-End-Krieger hier auf S31, ne? Und hier der Sir Webster, ich glaube, wenn wir den allein in der Gilde hätten, wie gesagt, ich bin 100%ig zufrieden, so wie es ist, ne, so wie es gerade läuft, dass wir hier ein bisschen Konkurrenz haben auf den lokalen Server und es wäre auch irgendwo sehr traurig, wenn noch die irgendwie zu uns kommen, deswegen, das soll alles bitte so bleiben, ne? Aber das ist einfach nur so eine Vorstellung von mir, alleine wenn Sir Webster so noch als High-End-Krieger zu uns in die Gilde kommt, weil wir immer so knapp die Fights verlieren, ne? Und es fehlt immer nur so ein kleines bisschen, ne? Und wenn man da so eine fette Keule noch von so einem Server
hier in die Gilde packen würde, dann würde halt dieses kleine bisschen höchstwahrscheinlich nicht mehr fehlen, sondern dieses kleine bisschen wäre wahrscheinlich dann ausgeglichen durch eben so einen absolut krassen Krieger wie Sir Webster, und dann wären wir, glaube ich, dauerhaft in den Top 10, beziehungsweise halt beziehungsweise halt noch höher, wahrscheinlich so dauerhaft in den Top 8 oder so, ne? Weil die Sachen hier oder die 3, 4 Gilden, die sind immer sehr, 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 sehr knapp verloren. Ja, also das wäre schon krass auf jeden Fall, ne? Wenn man sich das mal vergleicht, so von den Statpunkten her, 290 zu 236. Und ich glaube, unser höchster Krieger ist ja der Smudo. Ich meine, der hat auch schon gute Statpunkte, das kann man nicht anders sagen. Stufe 622, haut hier auch schon das ein oder andere raus an Schaden und steckt auch das ein oder andere ein, ne? Aber ich sag ja nur, ne? Ich sag ja nur. Ansonsten einer von Scott mit 600 haben wir hier noch, aber ist von den Statpunkten her noch nicht so sehr weit, genauso wie der Nathan, der Nathan. Nathan, Alter. Ja, genau. Und Jörg von hinten haben wir auch noch. Kratzt hier auch bei einen 200k. Also ist auch schon, ne, versteht mich nicht falsch, ist auch schon nicht verkehrt. Wir haben schon sehr viele krasse Motherfucker hier in der Gilde. Ansonsten wären wir ja jetzt nicht da, wo wir jetzt stehen. E-Hoff-mäßig gesehen so, ne. Deswegen ich bin schon trotzdem absolut zufrieden. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ja, zum Abschluss nochmal ein Free-Try gegen Deltopus. Gucken wir mal. Kein neuer bester Try. Und ja gut, dann soll es so sein. Ja Leute, dann war es das für das Video heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zu den Neuerungen. Seid jetzt dahingehend auch ein bisschen besser informiert. Und ich halte euch auch auf den neuesten Stand, wenn der neue Beta-Server rauskommt und was für Änderungen denn da passieren oder halt eben nicht. Vielleicht ist er jetzt auch so in Ordnung, wie er ist, ne? Ich halte euch auf jeden Fall weiter auf dem neuesten Stand. Falls ihr nichts verpassen wollt, lasst dem Kanal sehr, sehr gerne ein kostenfreies Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.